Hallo liebe Freunde, heute möchte ich euch einladen zu einer etwas kleinen Wanderung oder zu einem größeren Spaziergang, je nachdem. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das äußerste Ende von St. Egidien ist unser Startpunkt, nämlich der Parkplatz am Fußballplatz. Insofern durch ein Spiel nicht alles belegt ist. Wird Fußball gespielt und es ist trotzdem ein Platz frei, dann sollten wir das entsprechende Hinweisschild beachten. Im ersten Abschnitt steht natürlich der namensgebende Lungwitzbach im Mittelpunkt. Auch wenn diese Rundtour, welche zunächst gelb markiert ist, nur reichlich 6,5 Kilometer lang ist, so solltet ihr reichlich Zeit einplanen. Warum? Der Lungwitzbach, auch wenn er inzwischen mild und angenehm dahin plätschert, hat es doch in sich. Denn der Lungwitzbach wurde von alters her auch als wilder Bach bezeichnet. So unscheinbar er heute stellenweise aussehen mag, in der Vergangenheit waren Hochwasser tatsächlich ein Problem. Zum Beispiel können wir sogenannte Holzgrünschwellen zur Befestigung entdecken. All dies und vieles mehr wird für uns auf den vielen wirklich höchst informativen Tafeln in Text und Bild erklärt. Selbst der Eisvogel ist zurückgekehrt an den Lungwitzbach. Vielleicht habt ihr auch Glück und entdeckt ihn, aber trotz der himmlischen Ruhe und interessanten Tafeln haltet die Augen offen. Schaut mal, wem ich hier am Wegesrand entdeckt habe. Also ihr seht, auch wenn die Rundtour relativ kurz ist, ihr benötigt tatsächlich eine Menge Zeit dafür. Nach knapp 2 Kilometern stoßen wir auf den Ortsrand von Niederlungwitz. Hier scheint es genauso gemächlich zuzugehen, wie der Lungwitzbach inzwischen fließt. Wie dem auch sei, wir stoßen auf die Lobsdorfer Straße, biegen aber sogleich links ab und mit dem nunmehrigen Namen Forststraße durchqueren wir die ehemalige Gartenanlage am Rumpfwald, welche sich inzwischen in eine schöne Einfamilienhaussiedlung verwandelt hat. Man könnte denken, wir folgen dem obigen Schwarz-Gelb, aber nein, unterhalb Grün und Gelb sind zumindest heute richtig. Zumal wir auch nicht lange auf der Straße gehen, sondern nach 200 Metern bereits links abbiegen in Richtung Waldrand. Dort angekommen entdecken wir eine Widmung für Elise Schmidt. Aber außer den wenigen Worten, dass sie eine Wohltäterin für die Glauchauer Kinder zur Zeit der Weltwirtschaftskrise war, konnte ich leider über sie nichts herausfinden. Vielleicht weiß von euch jemand mehr über Elise Schmidt, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare. Wir werfen noch einen Blick zurück auf das zuletzt gelaufene Stück bzw. in Richtung Lobsdorf. Und für den weiteren Verlauf wählen wir jetzt allerdings nicht den nach Elise Schmidt benannten Weg, sondern das Forsthaus ist unser nächstes Ziel, beziehungsweise weiterhin die gelbe Markierung. Und keine Sorge, zumindest ich will euch hier nicht verschaukeln. Es geht hier auf diesen mehr oder weniger schmalen Pfad tatsächlich sacht und allmählich aufwärts für den nächsten reichlichen Kilometer. Schließlich stoßen wir wieder auf eine kleine asphaltierte Straße und unser Zwischenziel, das Forsthaus, ist erreicht. Ich für meinen Teil kehre hier gerne ein, man wird sehr freundlich, aber auch immer lustig begrüßt bzw. bedient. Habt ihr euch gestärkt, lassen wir das Forsthaus in den Rücken und laufen vor zur Wegeskreuzung. Der Möglichkeiten zu laufen gibt es hier im Rumpfwald viele. Wir wollen jedoch zurück nach St. Egidien, nehmen also den linken, breiteren Fahrweg. Auch wenn es jetzt kein schöner, schmaler Pfad mehr ist, finde ich diesen Abschnitt mit seinen schönen Mischwald dennoch ausgesprochen angenehm. Und auch hier gibt es weitere Möglichkeiten zum Variieren. So treffen wir wieder auf den Elise-Schmidt-Weg sowie einen Naturlehrpfad. Wir behalten jedoch unsere Richtung auf dem Fahrweg bei. Bis sich schließlich der Wald öffnet, wir erste interessante Ausblicke weit über St. Egidien hinaus bekommen. Besonders gut gefällt mir der sich jetzt anschließende Alleeabschnitt. Irgendwie haben solche Baumalleen einen ganz eigenen angenehmen Reiz. Zumal die Bäume zwischendurch Aussichten in alle Richtungen lassen. Hier zum Beispiel Richtung Lobsdorf. Irgendwann öffnet sich dann unsere Allee auch nach vorn und gibt
den Blick auf die Nickelhütte St. Egidien frei. Die frühere Nickelhütte St. Egidien existiert als solche zwar, wie sollte es auch anders sein, seit 1990 nicht mehr. Aber immerhin, es gibt auf dem Gelände Nachfolgebetriebe. Hergestellt wird heute hier Mineralwolle. Früher quasi ein Nebenprodukt in der Nickelhütte. Nur am Rande erwähnt für alle Fans der Eisenbahn: Es gab auch eine 900 mm Schmalspurbahn von Kallenberg zur Nickelhütte. Aber das Thema führt bei der heutigen Wanderung zu weit. Weit haben wir auch nicht mehr zu gehen und erreichen den Rand von St. Egidien. Mir gefällt diese kleine Siedlung hier hinten ausgesprochen gut. Die strahlt solche Ruhe aus. Nur wenn es feucht ist, dann seid vorsichtig beim Kopfsteinpflaster. An der Kreuzung angekommen, biegen wir links ab auf die Schillerstraße Richtung Niederlungwitz. Und auch das gelbe Wanderschild gibt es hier wieder. Doch Achtung, nur wenige Schritte und wir können erneut links in den Pfarrweg einbiegen. Hier können wir quasi die schmalsten Gassen von hinten sehr angenehm genießen. Achtet aber bitte auf die gelbe und gute Ausschilderung. Ansonsten dürft ihr gerne wieder die GPS-Daten, ihr wisst ja, die Links zu Autoactive und Komoot findet ihr wie immer unter dem Video in der Beschreibung herunterladen. Und so erreichen wir auf sehr angenehmen Pfaden unseren Sportplatz am Rande von St. Egidien.